Remapping Refugee Stories, der Podcast zum Forschungsprojekt an der Uni Wien. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge sprechen wir über die aktuelle Situation von geflüchteten Menschen, ihre Rechte und die Geschichte der Flucht und der Flüchtlingsrechte. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind aktuell ca. 120 Millionen Menschen auf der Flucht. Im Vergleich von 2021 zu 2022 handelt es sich dabei um eine Steigerung von mehr als 20%. 120 Millionen, das ist wirklich eine riesige Zahl. Das wäre in etwa so, als ob alle Menschen in Deutschland und Spanien plötzlich ihre Heimat verlassen müssten und irgendwo anders auf der Welt ein neues Zuhause suchen müssten. Fluchtbewegungen betreffen heutzutage fast jedes Land auf der Welt. Sei es durch Menschen, die Grenzen überschreiten, oder durch die Berichterstattung in den Medien, besonders wenn große Katastrophen internationale Hilfe erfordern. Doch obwohl die Notwendigkeit zu helfen groß ist, sind die Möglichkeiten und die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, wirklich zu helfen, oft begrenzt. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass viele Länder nur zögerlich Menschen in Not aufnehmen. Diese Einschränkungen betreffen auch die Mittel und die Akzeptanz von Hilfsorganisationen, wie etwa dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und dem Internationalen Flüchtlingskomitee, das von Albert Einstein gegründet wurde und heute weltweit aktiv ist. Diese Organisationen setzen sich dafür ein, Geflüchteten Schutz, rechtliche Unterstützung und auch ein angemessenes Auskommen zu schaffen. Hinzu kommt, dass Flüchtlingsgruppen, die Anzahl der Flüchtlinge, ihre Motive, Erfahrung und Zielsetzung im Weltmaßstab sehr ungleich verteilt sind. 2/3 der Flüchtlinge sind sogenannte Binnenflüchtlinge. Das heißt, sie befinden sich auf der Flucht innerhalb der Grenzen ihrer eigenen Länder und das zumeist im globalen Süden. Lediglich 1/3 der Flüchtenden überquert internationale Grenzen und versucht Schutz und Aufenthalt in einem anderen Land zu finden. 10% davon suchen dies in Europa, ca. 2% in Deutschland. Unser Co-Projektleiter Professor Werner Nell hat mit ExpertInnen gesprochen, um das Thema Flucht in Vergangenheit und Gegenwart zu beleuchten. Als erstes geben die Juristin Ann-Christine Bölter und der Politologe Thorsten Jäger Einblicke in die Situation von geflüchteten Menschen heute. Unsere beiden Gesprächspartner arbeiten beim Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz und sie engagieren sich unter anderem in der Gestaltung dieses Bundeslandes als Aufnahmeland, kümmern sich also um den Schutz und das Auskommen von Geflüchteten hier und heute. Die erste Frage, die ich euch gerne stellen würde, wäre die: Wie seid ihr selbst zum Thema bzw. zu einem Handlungsfeld Geflüchtete gekommen? Ja, das Leben schreibt manchmal lapidare Geschichten und das ist eine solche. Klar ist, es gab immer ein Interesse an dem Thema Flucht und Asyl. Das hat sich aber beruflich nicht niedergeschlagen, sondern ich hatte irgendwann das Glück, als Hobbyfußballer in Mainz mit dem Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl zusammenzutreffen. Habe dann da einige Jahre zunächst in der Verwaltung gearbeitet und dann angefangen, mich inhaltlich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Das war Anfang der 90er Jahre und das Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Bei mir ist es tatsächlich eher eine sehr persönliche Geschichte. Meine beste Freundin, als ich vom Kindergarten bis zur Grundschule war, aus dem Kosovo geflüchtet. Und als sie dann Deutschland wieder verlassen musste, habe ich damals schon tatsächlich einen bösen Brief an den Bürgermeister bei uns geschrieben, warum eine so gut integrierte Familie, wie ich es heute ausdrücken würde, Deutschland wieder verlassen muss. Und als ich mich dann im Rahmen meines Studiums spezialisiert habe, habe ich gemerkt, dass mich das Thema nie losgelassen hat und habe mich dann quasi auf den Bereich spezialisiert und bin dabei geblieben. Ja, und eine daran anschließende Frage wäre natürlich erstmal die nach dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Also die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland,
die Situation in Rheinland-Pfalz, aber eben auch in Europa. Woher kommt eigentlich die große Aufmerksamkeit, die das Thema Geflüchtete in Deutschland, aber auch in anderen fortgeschrittenen Gesellschaften von Europa bis zu den USA hat, wo doch die Gesellschaften selbst, wie in den Zahlen deutlich wird, gar nicht so stark von den weltweiten Fluchtbewegungen überhaupt betroffen sind? Ja, ich denke, dass es mindestens 3 Gründe gibt, die mir einfallen. Das eine ist das Thema Fluchtaufnahme ist ein Thema, das sich quer durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zieht. Es gab nie eine Phase, in der dieses Thema keine Rolle gespielt hat. Es fängt damit an, dass es ja als Nachfolgestaat auch des Dritten Reiches die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen aus dem Dritten Reich fliehen konnten und wollten, aber kein Aufnahmeland gefunden haben. Ein wesentlicher Grund für die Genfer Flüchtlingskonvention. Es gab die Aufnahme von 12 bis 15 Millionen Vertriebenen in der Bundesrepublik, in der neuen Bundesrepublik. Es gab eine innerdeutsche Fluchtthematik immer wieder in einem geteilten Land. Es gab in den 70er Jahren, 80er Jahren den Iran oder Chile, wo Menschenrechtler Schutz gesucht haben in Deutschland. Es gab Vietnam, die Boat People. Es gab den Bosnienkrieg, es gab den Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens mit einer Reihe von Fluchtbewegungen, die nach Deutschland gegangen sind. Zuletzt Syrien und die Ukraine. Also man sieht, dieses Thema ist einfach immer ein Thema. Es bewegt deshalb auch immer. Das Zweite glaube ich, dass es schon auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass Flucht auch damit zu tun hat, wie wir hier in Deutschland, wie wir in den westlichen Ländern, wie wir im globalen Norden leben, arbeiten, konsumieren und welche Machtverhältnisse herrschen. Das heißt, es ist ein Thema, das uns immer bewegt, weil vielleicht Fluchtursachen mehr mit uns zu tun haben, als uns lieb sind. Und das Dritte ist ein Punkt, der auch wichtig ist. Dieses Land hat, und das muss man klar sagen, im internationalen Vergleich immens viele Flüchtlinge aufgenommen. Seit 2015 kann das jetzt nur schätzen, aber 3 Millionen ist eine Mindestzahl der Aufnahme. Und dass eine solche Zahl von Menschen, die nach Deutschland kommt, um Schutz zu finden, herausfordernd ist, Kontroversen produziert, gesellschaftliche Debatten produziert, ist eigentlich etwas sehr, sehr Normales. Von daher historisch und aktuell war es immer ein wichtiges Thema. Und es ist uns näher, als uns vielleicht lieb ist, weil es eben auch damit zu tun hat, wie Machtverhältnisse global ausgestaltet sind. Daran anschließend stellt sich natürlich die Frage, was wissen wir eigentlich über die Situation, über Motive, über Ursachen, über Gründe, die Menschen dazu bringen, den Sprung oder die, sagen wir mal, irgendwie schwierige Passage zu wählen, zu wagen, über die Grenze hinweg sich in ein anderes Land zu bewegen und dann auch noch eben entsprechende, sagen wir mal, Barrieren, zumindest bestimmte Herausforderungen zu sehen, denen sie sich stellen müssen. Ja, wenn man sich die Fluchtmotive und Ursachen anguckt, sind die natürlich im Endeffekt so vielfältig wie die Menschen, die zu uns kommen. Sie sind in der Regel mehrschichtig und sehr komplex. Angefangen von Bürgerkriegen zu Gewalt, zu individueller Verfolgung, zum Beispiel aus politischen oder religiösen Gründen oder eben auch die Bedrohung und Zerstörung der Existenzgrundlagen durch den Klimawandel auch vermehrt. Und es ist auch oft so, dass sich diese verschiedenen Ursachen überlappen. Dort, wo Krieg herrscht, ist auch die humanitäre Situation und sind auch die Existenzgrundlagen meistens bedroht. Das ist, glaube ich, das eine, was man dazu sagen kann. Das andere, was man dazu sagen kann, ist, glaube ich, wenn man mit Menschen spricht, die geflohen sind, wird sehr deutlich, dass die Entscheidung zu fliehen nie eine leichte ist und von einem Prozess getragen ist, der letztendlich zu der Überzeugung geführt hat, dass man dort, wo man ist, keine Perspektive auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit hat. Oftmals geht es da auch um die Zukunft von Kindern, der eigenen oder anderer Familienangehöriger. Und auch die Fluchterfahrungen, die die Menschen machen, sind teils sehr unterschiedlich, aber die Wege nach Europa sind lang, kompliziert und werden auch immer gefährlicher und sind oftmals von Gewalt geprägt. Das sind, glaube ich, so Sachen, die man, wenn man versucht, das zusammenzufassen, kurz zusammenzufassen, dazu sagen kann. Wenn man sich eben die Vielzahl der Flüchtenden, noch die Vielzahl der Fluchtgründe anschaut, kann man das trotzdem auf einen Nenner bringen und könnte sagen, es gibt etwas, was Flüchtlinge am meisten brauchen, was ihnen sozusagen im Vordergrund steht, wenn sie ankommen. Ja, vor dem Ankommen wäre das Erste, was Flüchtlinge bräuchten, sichere und legale Zugangswege, also Alternativen zur gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer, Alternativen zum gefährlichen Durchqueren von Transitstaaten,
wo, und das wissen wir nur bruchstückhaft, sehr, sehr viele Menschen ihr Leben lassen und wo ganz viele Dinge passieren, die Flüchtlinge traumatisieren. Das wäre sicherlich der erste Punkt, sichere und legale Zugangswege. Sie bräuchten dann, glaube ich, wenn Sie in eine Aufnahmesituation kommen, zum einen Dinge, die wir alle uns gerne abverlangen würden und die wir gerne sehen würden, angemessenes und dezentrales Unterbringen, also nicht leben müssen in großen Wohneinheiten, in anonymen, isolierten Wohneinheiten. Es ist wichtig, dass diese Menschen Beratung und Unterstützung in dem Dickicht des Asylverfahrensrechts bekommen, dass also Menschen ihnen zur Seite stehen. Es ist wichtig, dass ihnen schnell Wege zur gesellschaftlichen Integration geöffnet werden in den Arbeitsmarkt, zur gesellschaftlichen Teilhabe ansonsten. Das, glaube ich, würde ich zusammenfassen. Das sind die notwendigen und menschenrechtlich unterfütterten Erwartungen, die leider mit der Realität in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz ganz oft einfach wenig zu tun haben. Gibt es denn etwas, was dann die Gesellschaft, also die Aufnahmegesellschaft tun kann? Und wer könnte das sein, der in der Aufnahmegesellschaft angesprochen wird, der sich da verantwortlich ein Stück weit auch, man könnte sagen, in die Pflicht genommen sieht? Ich glaube, wir bräuchten einfach auch ein anderes Bild von den Menschen, die nach Deutschland, nach Europa kommen, um Schutz zu suchen. Das Bild, das herrscht, ist sehr oft sehr defizitär. Das sind Menschen, die, wie sage ich das, die zur Last fallen. Und diese Wahrnehmung pflanzt sich dann fort in allen Reglementarien, denen die Menschen ausgeliefert sind. Wichtig wäre eine andere Geschichte, eine Geschichte, die mehr Wert legt darauf, warum Menschen sich auf den Weg machen, dass es legitim ist, Schutz zu suchen, wenn man Schutz bedarf. Und ganz zuletzt eben auch, dass dort nicht defizitäre Wesen kommen, sondern Menschen mit Potenzialen, mit Qualifikationen. Diese Qualifikationen sind nicht entscheidend bei der Auswahl, wer da kommt. Das ist das Fundamentale bei der Aufnahme von Geflüchteten. Da geht es nicht um die Qualifikation, da geht es nicht um, was kannst du schon, sondern es geht zunächst mal um eine Schutzbedürftigkeit. Das zu akzeptieren und zu sagen, dieses Recht auf Schutzgewährung ist das eine und das andere ist die Unterstützung dabei, dann die Potenziale, die jeder einzelne Mensch hat und die jeder einzelne Mensch mitbringt, zur Entfaltung bringen zu können. Man bräuchte also eigentlich eine andere Erzählung von Flucht. Die jetzige Erzählung erzählt von Menschen, die aufgenommen werden, obwohl sie wenig Nutzen für diese Gesellschaft haben und dieser Gesellschaft zur Last fallen. Und die alternative Geschichte wäre, dass dort Menschen mit ihren Potenzialen, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Qualifikationen nach Deutschland kommen, die zum einen einen Anspruch auf Schutz haben und zum zweiten auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass dieses Land zukunftsfähig, menschenrechtsorientiert und solidarisch bleibt. Für die Aufnahme geflüchteter Menschen in eine Gesellschaft, ihre Wahrnehmung und Wertschätzung spielt also das Recht eine zentrale Rolle. Für die rechtliche Perspektive hat sich Werner mit Professor Dr. Wilfried Kluth getroffen. Wilfried Kluth ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er war lange Zeit Verfassungsrichter in Sachsen-Anhalt und ist Mitherausgeber der Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik. Außerdem begleiten, beraten und schulen er und sein Team seit vielen Jahren Behörden, Staatsanwaltschaften und andere Einrichtungen im Umgang mit Migration und Geflüchteten. Dabei bringen sie auch viel Expertise im Umgang mit Fluchterfahrung ein. Wie würde man denn Flucht rechtlich überhaupt definieren können? Nun, wir unterscheiden die Flucht aus zwei Gesichtspunkten. Einmal ist die Flucht die unfreiwillige eben Ortsveränderung auf Dauer. Das heißt, dass man den Heimatstaat gegen den eigenen Willen, weil man verfolgt wird, verlässt. Und da gibt es auch schon die erste Abgrenzung. Das klassische Flüchtlingsrecht verlangt eine Verfolgung durch den Heimatstaat. Viele Menschen verlassen aber auch den Heimatstaat aus wirtschaftlichen Gründen, weil doch die Lebensbedingungen so schlecht sind. Und das ist schon die erste Frage, ob man den Begriff des Flüchtlings und der Flucht auf die Verfolgungsfälle, wie sie die Genfer Flüchtlingskonvention erfasst, beschränkt oder auch die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge.
darunter fasst. Das Gegenteil ist die reguläre Migration, wo man ein Arbeitsplatzangebot in einem anderen Staat hat oder vielleicht auch in einer internationalen Firma versetzt wird, wo Familiennachzug erfolgt. Das sind die zwei Gruppen der Migration, die wir hier unterscheiden. Gibt es so überhaupt so etwas wie ein universales Flüchtlingsrecht? Also könnte man sagen, Menschen haben ein Recht darauf zur Flucht, und ist das in irgendeiner Art und Weise gesichert oder überhaupt vermittelbar im Weltmaßstab? Ja, da haben wir zwei Aspekte. Zu den international anerkannten Menschenrechten gehört das Recht auf Ausreise. Also grundsätzlich kann jeder Mensch auch seinen eigenen Staat verlassen, wenn er dafür einen Anlass hat. Und das andere Thema, das ist tatsächlich die Magna Carta des Flüchtlingsrechts, das ist die Genfer Konvention zum Schutz von Flüchtlingen, die völkerrechtlich bestimmte Regeln für den Umgang mit Flüchtlingen niederlegt und die von sehr vielen Staaten auch ratifiziert ist und auch die Grundlage für das europäische Flüchtlingsrecht darstellt. Gibt es ja in vielen Staaten, auch in der Bundesrepublik, die Debatte um die Frage, wie soll denn dieses Recht ausgestattet sein? Gibt es da sowas wie Mindeststandards? Ja, die Genfer Flüchtlingskonvention formuliert diese Mindeststandards, und zwar in zwei beziehungsweise drei Dimensionen. Die erste wichtige Aussage dort ist, was unter einem Flüchtling zu verstehen ist, also die Verfolgungsgründe und die Anforderungen daran werden dort definiert. Dann gibt es ein Verbot, Personen, die eine solche Verfolgung geltend machen, in den Verfolgerstaat, also in den Heimatstaat zurückzuweisen. Das ist das Refoulement-Verbot. Und der dritte wichtige Punkt ist, wie die Staaten die Menschen behandeln, wenn sie als Flüchtlinge anerkannt sind. Also wie sie in Bezug auf soziale Rechte, auf den Zugang zum Gesundheitswesen, im Zugang zur Beschäftigung innerstaatlichen Recht zu behandeln sind. Insofern ist die Genfer Flüchtlingskonvention schon ein sehr anspruchsvolles und facettenreiches eben Vertragswerk, das auch vergleichsweise anspruchsvolle Standards formuliert. Ja, und um etwas zur deutschen Gesellschaft, zur deutschen Geschichte auch zu sagen, es wäre die nächste Frage. Deutschland liegt ja sozusagen in der Mitte von Europa und von daher ist es ein Land auch ohne direkte geografische Grenzen. Das heißt, Flucht- und Flüchtlingsgeschehen hat ja schon immer in Deutschland eine vergleichsweise wichtige Rolle gespielt. Was würden Sie denken? Welchen Anteil hat diese Geschichte in Bezug auf die Entwicklung der deutschen Gesellschaftsgeschichte? Nun, die Genfer Flüchtlingskonvention ist ja eben auch als Reaktion auf die Vertreibungen durch die Nationalsozialisten entwickelt worden. Und Deutschland hat eben auch in seinem Grundgesetz eben unter anderem zur Bewältigung von Fluchtbewegungen in die andere Richtung, also gewissermaßen, um selber auch hier Aufnahmestaat zu werden, das Asylgrundrecht in die eigene Verfassung aufgenommen. Es ist dann 1993 insofern etwas zurückgestuft worden, weil wir praktisch nur noch Flüchtlinge auf diesem Wege anerkennen, die auf dem Luftweg kommen, weil um uns herum ja sichere Drittstaaten sind, also Staaten, wo keine Verfolgung droht. Insofern ist das ein wichtiger Punkt, und Deutschland gehört in der Europäischen Union zu den Hauptaufnahmestaaten, ist also der Staat, der in absoluten Zahlen seit vielen Jahren die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Und dass das Asylrecht im Grundrechtekatalog steht, bedeutet das, dass das eigentlich sozusagen auch für unsere Verfassung, für die Gestaltung unserer Gesellschaft, sagen wir mal, einen relativ starken Stellenwert einnimmt? Ja, grundsätzlich ist das richtig. Allerdings ist ja dann auch das gemeinsame europäische Asylsystem eingeführt worden. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben mit dem Maastrichter Unionsvertrag und dann mit dem Vertrag von Amsterdam zentrale Kompetenzen in diesem Bereich auf die Europäische Union übertragen. Und das hat auch zur Folge, dass für uns das gemeinsame europäische Asylsystem, das neben dem Asylrecht auch den subsidiären Schutz kennt, also den Schutz von Bürgerkriegsflüchtlingen,
die eigentlich nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen, dass das die größte Bedeutung hat. Also im Augenblick wird weniger 1% der Antragsteller eben nach Artikel 16a, nach dem Asylgrundrecht anerkannt, sondern nach der Genfer Flüchtlingskonvention und dem gemeinsamen europäischen Asylsystem als Flüchtlinge anerkannt und als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt. Um das Thema besser zu verstehen, ist es wichtig, auch die historischen Zusammenhänge und Entwicklungen in Europa zu betrachten. Dafür hat Werner die Professorin Naima Germani, Historikerin an der Universität Grenoble, interviewt. Frau Germani, herzlich willkommen und vielleicht sagen Sie ein paar Worte zu sich selbst als erstes. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin Frühneuzeithistorikerin. Ich arbeite seit meiner Doktorarbeit über den Deutung des Römischen Reiches und ich habe verschiedene Themen schon entwickelt, aber diese letzten Jahre habe ich mich an diesem Thema interessiert tatsächlich über Migrations- und Recht in der Frühneuzeit. Ich kam zu diesem Thema aufgrund eines Problems, das eigentlich sehr nebensächlich und weit entfernt von der Epoche, die ich untersuche, also Frühneuzeit, erscheinen mag. Und zwar, es war bei der Arbeit mit einer Kollegin, die auf antike Geschichte spezialisiert ist, hatte ich herausgefunden, dass im Römischen Reich entlaufene Sklaven bei den Statuen des Kaisers Zuflucht und Schutz finden konnten. Ja, das war eine spezifische Form des Asyls, das Recht in diesem Römischen Reich. Also ich stellte mir die Frage nach dem Asylrecht in der Frühneuzeit für verfolgte Menschen, die unter Zwang migriert wurden. Und ich fragte mich, gab es ein Asylrecht, wie wir heute verstehen, also ein Recht auf Schutz für Menschen, die aus politischen, religiösen oder anderen Gründen verfolgt sind? Also ich stellte fest, dass sich nur wenige Historikerinnen mit dieser Frage sich befasst hatten, also außer Karl Herter in Deutschland. Und ich stellte fest auch, dass es zwar sehr viele Forschungsarbeiten zur Geschichte des Asyls in der Antike, im Mittelalter und natürlich in der Gegenwart gibt, aber nur wenige für Frühneuzeit. Ja, nun wissen wahrscheinlich gar nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was die frühe Neuzeit im eigentlichen Sinn ausmacht. Also Geschichte, ja, irgendwann beginnt die Neuzeit mit Kolumbus, so hat man es in der Schule gelernt. Aber was ist sozusagen das Besondere eigentlich an dem Themenkomplex frühe Neuzeit? Ja, das ist eine Epoche zwischen dem Mittelalter und der Gegenwart und er beginnt so theoretisch am Ende des 15. Jahrhunderts, wie Sie gesagt haben, die erste Globalisierung mit dieser sogenannten Entdeckung Amerikas und so weiter und endet Ende des 18. Jahrhunderts. Also dieser Zeitraum ist natürlich vielerlei Hinsicht besonders interessant. Vor allem aber, was meine Forschung betrifft, weil er von einer großen religiösen Spaltung geprägt ist. Also in den Jahren 1520 entstanden in Europa neue Konfessionen, also Luthertum, Calvinismus, also nur um die bekanntesten Bewegungen zu nennen, die später als Protestantismus bezeichnet wurden. Also die Protestanten stellten die Autorität des Papstes und der katholischen Kirche in Frage und gründeten neue Konfessionen. Also mehrere europäische Länder konvertierten, also zum Beispiel ein Teil des Heiligen Römischen Reiches, Frankreich, Spanische Niederlande, England und so weiter. Und dieser Bruch zwischen den Konfessionen führten zu zahlreichen so Konflikten innerhalb der Länder, also zum Beispiel Religionskriege in Frankreich im 16. Jahrhundert und auch zu Verfolgung.
Aber schon vor dieser religiösen Spaltung hat man auch einen wichtigen Moment, also das ist, als Spanien 1492 Hunderttausende von Juden und später von Morisken also von ehemalige muslimischen, konvertierte Christen aus denselben Gründen. Also sie wurden vertrieben aus denselben Gründen. Und zwar um jeden Preis diese religiöse Einheitlichkeit zu wahren. Ich erinnere mich an eine kleine Studie von Lucien Febvre, der in seinem Renaissance-Buch sagt, im 16. Jahrhundert waren in Frankreich nahezu die Hälfte der Bevölkerung auf der Straße. Klar. Also es zeigt eine hohe Mobilität in dieser Zeit und ist auch, glaube ich, ein Hintergrund, den wir nutzen können, wenn wir uns eben mit der Frage beschäftigen, die ja heute sehr tief und sehr heiß auch diskutiert wird. Die Frage, so schlimm wie heute war es noch nie. Und wenn wir sozusagen auf Ihren Spuren folgen, würden wir sehen, dass im Prinzip soziale Mobilität, räumliche Mobilität durchaus ihre eigene Geschichte hat. Die Mobilität war völlig banal. Also man hat für die Arbeit oder für Heirat oder irgendwas hat man sein Dorf oder Land so verlassen. Aber natürlich gab es dazu diese politische Gründe, also diese Zwangpolitik und diese Gewalt, die Hunderttausend von Menschen gezwungen haben, ihre Heimat zu verlassen, also wie wallonischen Calvinisten, also Hugenotten, böhmische Lutheraner, Salzburger Lutheraner und so weiter. Also es gab auch diese große Massenbewegung, die natürlich sich von diesen banalen Migrationen sich unterscheiden. Gab es denn damals auch schon Ansatzpunkte, die darauf zielten, sagen wir, das sogenannte Problem der Migration zu lösen? Also gab es institutionelle, gab es soziale Ansprüche, Impulse, die da sozusagen mit diesem Thema arbeiten oder dieses Thema in einer bestimmten Art und Weise gestaltbar machen wollten? Es gab schon, also natürlich die Autoritäten, die Städte, die politischen Behörden wurden sofort mit der Frage konfrontiert, was machen wir mit diesen Leuten? Sollen sie bleiben? Und die Frage sofort ist natürlich eine Nothilfe zu leisten, zu geben. Aber auch sehr bald kam die Frage der Rechte. Also sollten sie Rechte haben, zu bleiben, zu arbeiten, sogar vielleicht Bürger zu werden. Und das Problem zu dieser Zeit, im Gegensatz zu unserer Zeit, ist, dass es gab kein richtiges Ausländerrecht. Also, und vor allem gab es kein Asylrecht, wie wir das heute verstehen. Also Recht, also ein Schutz für einzelne oder eine kollektive Gruppe, die verfolgt ist. Also es gab schon, also die Rechten wurden schon von Fall zu Fall durch Verhandlungen von einzelnen Personen oder durch Vertreter gewährt, aber es gab kein allgemeines Recht. Und dazu, das zweite Problem ist, dass seit der Antike und dem Mittelalter gab es zwar ein Ius Asylum, also ein Asylrecht, aber dieses Asylrecht hatte eine andere Bedeutung. Das war ein Recht, ein Schutz für Straftäter, die auf der Flucht von gerichtlichen Verfolgung waren. Also dieses Asylrecht war eigentlich mehr galt als einen geistlichen Ort wie eine Kirche oder einem Kloster, aber es gab natürlich weltlichen Ort, die Immunität besaßen und in denen sich ein Individuum dem Zugriff durch die Strafjustiz entziehen könnte. Also dabei handelt es sich um ein Privileg der Kirche, hauptsächlich, dass die juristische Verfolgung ausgrenzte. Also dieses Asylrecht stand historisch als wirklich ein Privileg an die straffällige Person und die Immunität des Ortes wurde zur Immunität des Flüchtlingen. Also es gab wirklich eine enge Verbindung zwischen Recht auf Asyl und Straffälligkeit.
Ja, man hat ja mit Blick auf die Verträge von Münster und Osnabrück von heute aus gesehen gesagt, ja, das ist also das Ende des sogenannten Dreißigjährigen Krieges. Das ist ein Einsatzpunkt gewesen für sowas wie eine internationale Regelung, eine internationale Gesetzesordnung, auch für Völkerrecht sozusagen. Gibt es da auch einen Punkt, der zum Asylrecht führt? Ja, absolut. Also es ist richtig und schon vor der Dreißigjährigen Krieg, ich würde sagen am Anfang des Dreißigjährigen Krieges hat Hugo Grotius, also dieser niederländische Jurist, hat einen großen Traktat über das Recht auf von Frieden und Krieg geschrieben und 1625 und hat ein Kapitel über das Recht von verfolgten Bevölkerung oder Individuen ein Ort oder ein Stadt, einen Schutz in einem anderen Land zu finden. Also am Anfang des 17. Jahrhunderts gibt es der Anfang einer Gedanken über, was wir jetzt heute Asylrecht nennen, aber damals nannte also zum Beispiel Großschutz das als Schutz oder Zuflucht oder also es war wirklich kein richtiges Wort dafür. Aber was interessant ist, dass während des 17. Jahrhunderts diese massiven Wellen von Exulanten hatten die Behörden und auch die Juristen gezwungen, sich aber Frage zu stellen. Also weil sie zahlreiche individuellen Bittschriften, kollektive Petitionen verfasst haben, um ihre Situation, ihr Elend zu beschreiben und Rechte anzufordern. Also es gab wirklich zu der Zeit zwei Bewegungen. Zuerst die Exulanten selbst haben ganz praktisch die minimalen Rechte nach dem minimalen Recht gefragt, Recht zu wohnen, zu arbeiten und diese Bittschriften und diese Anträge haben die Behörde und die Juristen gezwungen, sich die Frage zu stellen, was können wir als Recht bieten? Also was wichtig ist, dass die Exulanten leisteten eine Art von Aufklärungsarbeit, um ihre Rechte zu verteidigen. Und zum Beispiel, sie benutzen Bilder oder Beispiele, biblische Beispiele, um diese Autoritäten zu überzeugen. Also sie vergleichen, sie schreiben, dass sie die gleiche Verfolgung und den gleichen Exodus wie das jüdische Volk erlitten hat oder dass Christus selbst ein Exulant war. Also sie berufen sich auf gemeinsame Figuren, die von allen erfasst werden können, um Mitleid zu erwecken. Nun wird ja heute oft diskutiert die Frage, das Problem, die Belastung durch die Flüchtlinge. Es gibt aber natürlich auch eine sehr deutliche Position, die vertreten kann, dass es sich eben auch eine Chance handelt. Also in Zeiten, Sie hatten die Hugenotten gesagt, in einer bestimmten Art und Weise kann man sagen, die Hugenotten waren im Prinzip ein Modernisierungsschub, beispielsweise in Preußen. Das heißt, die Frage ist, gibt es die Debatte im 17. Jahrhundert auch schon um die Frage, welchen Nutzen haben wir und können wir davon haben, wenn wir beispielsweise Flüchtlinge aufnehmen? Absolut, ja. Es gibt so zwei Arten von Argumenten, das heißt diese biblischen Argumente, aber die Exulanten in der Frühneuzeit mobilisieren auch wirtschaftliche Argumente. Also sie verteidigen genau diese Idee, indem sie die Vorteile hervorheben, die ihre Ankunft für das Gastland bedeutet. Also sie zeigen, dass wir natürlich Reichtum und Verbesserung mitbringen. Also das ist interessant, was heute weiß man da zum Beispiel die Behörde, die sich mit der Aufnahme von Exulanten betraut sind, auch diese ökonomische Argumenten erwarten, die Erzählung von guten sozusagen Flüchtlingen entsprechen. Also das ist wirklich so ein wichtiger Punkt, also dass diese ökonomische wirtschaftliche Argument wird immer wichtiger in der 17. Jahrhundert, in der Petitionen zum Beispiel von Exulanten. Ja.
Könnten wir für die heutige Situation im Umgang mit Flüchtlingen, könnten wir etwas lernen aus der Geschichte? Ja, also lernen weiß ich nicht, aber also zuerst kann man schon sehen, also man hat immer das Gefühl, dass man diese Migrationen zum ersten Mal so erleben. Aber nein, also das ist eine sehr lange Geschichte von Migrationen. Das ist nur diese lange Zeit der Migrationen, die wir jetzt erleben. Und es gibt auch ganz viele, also ähnliche Merkmale, die wir jetzt heute und die schon vorher waren. Also diese Idee, dass es gute und nicht gute, also von guten Flüchtlingen und nicht, gab es natürlich auch in der Frühneuzeit, weil zum Beispiel die Städten wollten bloß keine, wie sagt man so, Bettler zum Beispiel haben und empfangen. Aber was auch ziemlich stark war in der Frühneuzeit, war die Kontrolle, diese Wille, die Migrationen zu kontrollieren, also durch die lokalen Herrschaften, also Kontrolle an der Grenzen, also zum Beispiel die französische, Frankreich zur Zeit von der Revokation des Edikt von Nantes also hat stark diese Grenzen kontrolliert. Und es gibt auch Kontrolle der Menschen selbst. Also zum Beispiel, man sieht in der Schweiz, die ganz, ganz viele Hugenotten aufgenommen hat, die schweizerische Autoritäten von Städten häufig unterziehen die Exulanten Befragungen oder mindestens Formen der Kontrolle, nur zu überprüfen, ob sie echte Hugenotten waren. Also das war wirklich eine katechistische, also Katechismus hat man sie, man hat Katechismus freigestellt, um zu sehen, ob es keine Krypto-Katholiken unter diese Gruppe waren. Also man hat das noch heute, also natürlich mit anderen Kriterien. Was die zweite Züge ist auch, dass in einem Aufnahmeland anzukommen, muss man noch heute, aber zwar auch in der Frühneuzeit, also man musste seine Geschichte erzählen, also was man damals Anerkennungserzählung genannt hat. Und also damals zum Beispiel die Hugenotten mussten vor der Gemeinschaft im Exil einen Bericht über ihre Leiden, ihre Verfolgungen, ihre Prüfungen vorlegen. Und diese Erzählung war nicht nur ein Mittel, um wieder die reformierte Gemeinschaft aufgenommen zu werden, sondern das war auch eine Art, also ein Zugang zu den Ressourcen der Wohltätigkeit, also der Charité, der Aufnahme in der Gemeinschaft, also wie Arbeit und Haus und so weiter. Also das war wirklich wie heute. Also heute fragt man auch Leute, die migrieren. Man erwartet von ihnen eine Erzählung, also um überzeugt zu werden, dass sie gute sozusagen Migranten sind. Also es gibt diese Auslese, gab es auch in der Frühneuzeit und man findet das noch heute. Ja. Fluchtbewegung, damals wie heute, zeigen, dass Regeln gebraucht werden. Gleichzeitig ist es wichtig, die Erfahrung der Menschen zu achten und anzuerkennen, die sich mit der Hoffnung auf Schutz vor Diskriminierung und Verfolgung auf den Weg machen, anderswo ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Das bringt uns zurück in die Gegenwart, in der die Forderung nach menschenrechtlicher Gestaltung von Flucht auch mit der Frage verbunden ist, welche Chancen zu einer gelingenden gesellschaftlichen Entwicklung mit der Aufnahme von Geflüchteten und der Sicherung ihrer Lebensgrundlagen verbunden sind. Wir haken hier noch einmal bei Professor Wilfried Kluth nach. Nun gibt es ja immer wieder auch in politischen, aber auch in den Diskussionen sozusagen in der
Gesellschaft im Wirtshaus am Stammtisch gibt es immer Diskussionen darum, was wir tun können und was eben andere Gesellschaften und andere Staaten tun müssten. Sehen Sie eine Chance, sehen Sie da Ansatzpunkte für eine globale Gestaltung der Flüchtlingsproblematik? Ja, das ist von Beginn an ein Thema gewesen. Die meisten Flüchtlinge werden von den Staaten in der unmittelbaren Nachbarschaft derjenigen Staaten aufgenommen, wo Bürgerkriege oder andere Verfolgungen stattfinden. Und auch im kontinentalen Vergleich hat Europa ja nicht die größte Last. Das sind eben die arabischen und anderen Staaten, auch in Afrika, die gewissermaßen in unmittelbarer Nachbarschaft der großen Krisenherde für Verfolgung und Bürgerkriege liegen. Die Genfer Flüchtlingskonvention betont ebenso wie das gemeinsame europäische Asylsystem die Notwendigkeit der Solidarität. Und hier ist man sich auch von Beginn an bewusst gewesen, dass das eine Herausforderung ist. Die Flüchtlinge selber suchen häufig die Staaten auf, wo es schon Kontakte aus den jeweiligen Gruppen und Bevölkerungen gibt. Wir sprechen hier von der sogenannten Pfadabhängigkeit. Und deswegen ist es auch schwierig, mit arithmetischen Vorgaben die Flüchtlinge dann zu verteilen. Also wir haben ja in Deutschland sehr viele Flüchtlinge oder sehr viele Personen, die hier Schutz suchen aus Syrien, Afghanistan, und auch aus der Türkei. Und dort, wo viele sind, kommen auch viele nach über familiäre und sonstige Kontakte. Und das macht es eben auch schwierig, nach reinen Prozentzahlen die Flüchtlinge auf die Staaten zu verteilen. Wie sehen Sie in den aktuellen Debatten den Stellenwert dieser Flüchtlingsdiskussion? Also in politischen Zusammenhängen wird ja davon gesprochen oder wurde der Satz gesagt, die Migration sei sozusagen die Mutter aller unserer Probleme. Ist das so stark oder ist das im Prinzip doch etwas, was auch eine Gesellschaft wie wir, das gibt ja einen berühmten Satz von Frau Merkel, wir schaffen das, wo man also vielleicht sagen könnte, da hatte sie ein Programm aufgestellt und eine Zuversicht ausgedrückt. Ja, die Frage ist, wie würden Sie die einschätzen? Na, es ist sicherlich so, dass tatsächlich die Migrationsdebatte eine sehr große Bedeutung in der Politik spielt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass das Thema eben teilweise auch sehr undifferenziert betrachtet wird. Wir sind ja in Deutschland einerseits auch auf Fachkräfte angewiesen. Unser Gesundheitswesen würde nicht funktionieren ohne viele Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und andere Gesundheitsberufe aus anderen Staaten und anderen Teilen der Welt. Und dann haben wir eben auch eine teilweise eben auch kulturell und rassistisch motivierte Ablehnung von bestimmten Personengruppen. Wir haben, das kann man nicht leugnen, eben auch Kriminalität in diesen Gruppen. Und das ist jetzt die Frage, welche Bedeutung man den einzelnen Facetten von Migration widmet. Ne? Also wir sprechen sehr viel und aufgeregt über Verbrechen, die genau wie wenn die von anderen Personen begangen werden, zu verurteilen sind. Und das muss man alles in Relation setzen. Also der prozentuelle Anteil der Migration an der Gesamtbevölkerung hat sich weltweit und Europa gar nicht so groß verändert. Aber der Zustrom an bestimmte Orte und in bestimmte Länder, der ist eben in Anführungszeichen das Problem. Allerdings muss man eben auch zwischen unseren Bedürfnissen und auch dem prozentualen Anteil und letztendlich dann auch religiös-weltanschaulichen Konflikten, die dort sind, differenzieren. Deswegen ist es auch wichtig, eine gewisse Sachlichkeit und Nüchternheit in diese Debatten hereinzubringen und auch die Aussage von vielen Migrationsforschern zu berücksichtigen, dass es Migration schon immer gegeben hat und dass man sie auch nicht beliebig unterdrücken kann, wenn man jetzt nicht einen absolut autoritären Staat mit geschlossenen Grenzen will. Sachlichkeit, Nüchternheit und eine für Demokratien unverzichtbare Zuversicht in die Vernünftigkeit ihrer BürgerInnen stehen also am Ende unserer Folge zur Situation, zur Geschichte und zu den Rechten und Bedürfnissen von geflüchteten Menschen. Daher möchten wir unser Schlusswort gerne einer Praktikerin, der Juristin Ann-Christine Bölter, überlassen. Wie sähe denn eine humane Flüchtlingspolitik aus, Frau Bölter?
Ich glaube, der erste Schritt zu einer humanen Flüchtlingspolitik wäre, sich von dem Fanatismus der Abschottung und Auslagerung von Flüchtlingsschutz zu lösen, weil man Flucht eben nicht verhindern kann, beziehungsweise nur um den Preis eben von Menschenleben, und das ist alles andere als human. Also der erste Schritt wäre, Flucht als das zu begreifen, was sie ist, eine Realität, die man gut oder schlecht gestalten kann, beziehungsweise wo man das Ankommen gut oder schlecht gestalten kann. Und das würde dann sowas eben bedeuten im Einzelnen wie legale Zugangswege, gute Ankommensbedingungen und eben dann auch in einem quasi nächsten Schritt den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sie eben nicht als Defizite, sondern als Potenziale wahrzunehmen. Aber gerade in den letzten Wochen, Monaten und Jahren sehen wir ja immer mehr Bewegung hin zu mehr Abgrenzung, mehr Abschottung, mehr Zäune und so weiter und so fort. Und ich glaube, der erste Schritt, wenn man ernsthaft humane Flüchtlingspolitik machen wollen würde, wäre, sich davon zu lösen und in die andere Richtung zu gehen.